Ja, willkommen Freunde hier zurück auf meinem Kanal. Und zwar heute teste ich für euch die Eastbound Reifenmontierhebel. Die habe ich mir vor einiger Zeit gekauft und habe sie auch immer mitgeführt. Aber da ich halt auf den Trails noch keinen Platten hatte, dachte ich mir, teste das jetzt mal aus, weil hier mein Reifenwechsel ist fällig. Ich habe hier einen Desert Race drauf von Michelin. Der ist völlig platt. Der hat jetzt schon, glaube ich, 5.500 Kilometer runter und sieht nicht mehr so gut aus. Und ich wechsle auf einen gebrauchten Mitas E10. Diese Teile habe ich hier in diesem holländischen Originalshop Eastbound gekauft. Und ja, die enthalten hier diesen sogenannten Beatbreaker und auch ja, 2 Montierhebel. Ja, ich denke mal, wir sehen uns gleich und fangen wir mal an mit der Reifenmontage. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, was brauchen wir alles? Einmal haben wir hier die beiden Eastbound-Packungen. In den beiden Packungen sind 2 Montierhebel drin, die mit solchen Ösen hier funktionieren, also mit O-Ringen. Da kann man die zusammenstecken. Ja, man kann die auch verlängern, wenn man möchte. Aber im Prinzip hat man dann 2 Montierhebel. Dann gibt es hier ein sogenanntes Hebelstück. Das kann man dann dort hier draufsetzen und packt dann praktisch dieses Stück hier oben drauf und kann dann hier das Felgenhorn oder die Reifenwulst rausheben aus dem Felgenbett. Das ist das Prinzip. Dann gibt es hier nochmal einen sogenannten Niederhalter. Damit kann man dann hier dafür sorgen, dass der Reifen unten bleibt im Felgenbett und nicht immer wieder nach oben springt. Das werden wir gleich mal ausprobieren, ob das soweit funktioniert. Ansonsten haben wir noch ein bisschen WD-40. Das ist einfach ein Schmiermittel. Man kann auch Seife benutzen oder irgendeinen Reifenwachs, damit der Reifen besser gleitet. Aber das funktioniert auch damit. Und wir haben hier noch eine Mountainbike-Trailpumpe, also eine Doppelkolben-Mountainbike-Pumpe, eine hochwertige aus Metall mit einem flexiblen Schlauch zum Aufpumpen. Und was wir noch haben, ein Ventil-Einziehwerkzeug mit einem Draht. Das erleichtert nachher, den Schlauch einzusetzen. Gut, dann fangen wir mal an. So, wie gesagt, ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht hier mit diesem Werkzeug. Ich weiß halt nur, dass es eine Schweinearbeit ist und dass in der Theorie alles immer leicht aussieht, aber auch eine ganz schön üble Arbeit ist. Okay, aber nützt ja nichts, wenn man unterwegs ist irgendwo und muss das mal selber machen, dann macht schon Sinn, das mal zu üben. Gut, ich habe jetzt erstmal die Ventilkappe abgedreht und die kleine Rennelmutter ist klar. Und jetzt lassen wir mal Luft raus. So, die Luft habe ich jetzt rausgelassen, aber aus irgendeinem Grunde lässt sich das Teil hier nicht dafür benutzen, um das Ventil rauszuschrauben. Das heißt, ich habe jetzt erstmal hier so ein Werkzeug benutzt. Ich schraube jetzt hiermit erstmal den Ventileinsatz komplett raus, wobei man das halt auch später noch machen kann. Und wenn man den Schlauch wiederverwendet, was man ja eigentlich sollte, sofern man ihn nicht kaputt macht beim Einbauen, kann man das Ganze auch drin lassen. Okay, gut. So, was wir jetzt als erstes machen müssen, wir müssen hier das Reifenbett runterdrücken. Man sieht aber sogar, ja, das geht sogar schon so. Na gut, das ist natürlich irgendwie dem Michelin geschuldet. Das ist dieser Michelin Desert Race, der scheint relativ weich zu sein. Das heißt aber, ich werde es jetzt trotzdem mal demonstrieren. An der Seite. Man muss das ja an beiden Seiten machen. Und zwar ist es so gemeint, dass man das Ding hier rein steckt. Dann kommt dieses Werkzeug hier oben drauf. So, dann wird das Ding hier zusammengesteckt und kommt hier oben drauf.
und wird so verwendet. Nochmal das Ganze. So. Mit der Rundung nach hinten. Dann das Ding drauf. Und so. Das hier auch. So, und was man dann machen kann, man kann jetzt dieses Teil hier drunter klemmen, damit der hier unten bleibt. So, also, so. Ich meine, das Ganze ist jetzt natürlich gerade albern, weil der Reifen sehr weich ist. So, trotzdem nochmal das Ganze so. So ist das Prinzip. So. Der ist jetzt hier unten. Was man sonst noch mal machen kann, man kann den auch noch mal einsprühen, damit das hier gleich besser flutscht. So. So. Drehen wir mal um. So. So. Jetzt kommt das Entscheidende. Und zwar, wir fangen mal an. Bremsscheibe ist oben. Den Beat hier runterdrücken. Packe ich das mal jetzt hier rein. So. So. Und nehme jetzt mal hier vorsichtig hier den Reifenarm. So, nehmen wir hier drunter. So. Und jetzt so. 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 Wichtig ist halt, dass der Reifen immer im Bett ist. So. So. Da ist er. So. So, und jetzt müssen wir den Schlauch rausholen. Rausdrücken. Rausziehen. Nach Möglichkeit soll der heil bleiben. Tatsächlich ist hier vorne auch noch der erste Schlauch. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob ich den heil wieder reinkriege. Ich habe auch noch einen Reserveschlauch dabei. Ich hoffe, dass ich ihn nicht brauche. Gut. Machen wir mal so.
müsste eigentlich reichen. Boah. So. So, das war's. Nummer 1. Jetzt noch ein bisschen darauf achten, dass das Felgengummi hier sauber drauf liegt. Ganz wichtig. Und nicht kaputt ist. So. So, gut. Ja. Jetzt kommt hier der neue Reifen drauf. Das ist jetzt hier ein gebrauchter E09. Den werde ich jetzt hier aufziehen. Schauen nach der Laufrichtung. Die Bremsscheibe ist links. Bedeutet also, der dreht so rum. Schauen wir mal, wo habe ich denn jetzt hier diese Laufrichtung? Da. Genau, Laufrichtung wäre richtig. Läuft also so rum. Ja. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal das Ding wieder einschmieren. So, jetzt kommt er hier drauf. Das sollte eigentlich relativ einfach funktionieren. So. So, hier noch mal gucken. So. Normalerweise befindet sich hier auf dem Reifen noch eine Punktmarkierung. Diese Punktmarkierung gehört normalerweise dahin, wo das Ventil ist. Da das aber ein gebrauchter Reifen ist, ist die schon weg. Ist aber auch bei der Himalayan jetzt kein Problem, weil die Karre fährt sowieso nicht allzu schnell. Bei dem Tempo kann man sich eigentlich auch das Auswuchten sparen. Das ist eigentlich kein großes Problem. So. So viel dazu. Jetzt kommt der Schlauch wieder rein. Das heißt, wir suchen jetzt mal, das Loch ist da oben, der Schlauch. Gut. Das ist durchaus etwas tricky jetzt mit dem Schlauch, weil das ist halt meistens sehr eng. Und genau dafür ist jetzt dieses Werkzeug da. Und ich hoffe mal, dass das auch funktioniert. Also, wir fädeln das jetzt erstmal hier rein, in das Loch. So. So. Und versuchen, den jetzt hier rauszuholen. So, dann packen wir jetzt mal das Ventil hier rein. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So. Also dieser Thermitas ist so knüppelhart, dass man noch nicht mal die Finger reinkriegt, obwohl ich hier keine Wurstfinger habe. Ah. Aktuell scheint das größte Problem zu sein, das Ventil durch das Loch zu kriegen. Okay. So. So, Freunde, sind wir mal gespannt, ob das hier irgendwie funktioniert.
gucken eben. Gucken. Oh, es funktioniert. Ich habe das Loch. Eieiei. Okay. Mal hier rausdrehen. Okay. Den jetzt hier zur Sicherung. Bin mal gespannt, ob das hier funktioniert oder nicht. Ja, also mit dieser Technik funktioniert das wohl. So, aber spannender Moment ist natürlich immer nachher, ob der Schlauch noch heil ist. So. Gott. Boah. So. So. Ventileinsatz. So. Was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, den Schlauch leicht aufpumpen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass der eingeklemmt wird, geringer ist. So. Ab und zu mal checken hier. So, der ist auf jeden Fall genug aufgepumpt. So, das Ganze nochmal überall probieren. Mit dem Finger. Boah, ist das eng. Alter Schwede. Das ist unfassbar. Er scheint hier zu sitzen. Einigermaßen, ja. Okay. Gut. Scheint hier wirklich zu sitzen. Okay. Das heißt, jetzt kommt noch mal ein anderer anstrengender Teil. Einsprühen. Das Erste, was wir machen, gegenüber vom Ventil anfangen. Erstmal hier rein. So. So, der ist schon mal da drinne. So, schauen wir mal. Hm? Vorsichtig rein. Hm? Hm? Oh. Zack. Oh. Ja.
So. Rein. So. Kleine Schritte. Was ich jetzt so mache, den hier noch rein. Ja. So. Okay. Okay. Oh, Alter, ist das hart. Krass. So. Ein bisschen hier runterdrücken. Oh, Alter, ist das krass. Unfassbar, wie der knüppelhart der ist. Verdammtes Teil. Allerdings. Okay. Okay. Fupp. Boah, Alter. Jetzt. Bin mal gespannt, ob das jetzt hier geklappt hat oder nicht. So. Es scheint dicht zu sein, wunderbar. So, Freunde. Ja, die Pumpe ist richtig gut, merke ich gerade. Und keine große Kraft.
So, das war's. Ja, sehr schön. Geschafft. So sieht's aus. Ja, liebe Leute, auch wenn die ganze Sache jetzt hier ziemlich mühsam aussah, sie ist es auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon mal wesentlich schlimmer. Also das ging jetzt vergleichsweise gut. Also, was kann ich sagen? Das Eastbound-Werkzeug ist wirklich gut, es lässt sich gut mitarbeiten. Die Kanten sind hier schön weich, also ich hatte wirklich ein gutes Gefühl damit. Und ich denke mal, die Gefahr damit, den Schlauch einzuklemmen, ist wirklich gering. Es hat sehr, sehr gut verarbeitet hier an der Seite. Ja, also Schlauch nicht kaputt gemacht, wunderbar. Eine kleine Anmerkung noch. Ja, dieses Werkzeug hier, da ist vielleicht noch dazu zu sagen, der Kopf, der muss so flach sein, dass er durch das Loch passt. Ne? Und was halt ein bisschen ärgerlich ist, ich hatte ja kein Ventilausdrehwerkzeug, was irgendwie gepasst hat. Da habe ich so ein Teil genommen, aber es gibt ja eigentlich auch eine elegantere Lösung, habe ich aber leider nicht da. Es gibt hier sogenannte Ventilkappen, die haben so einen kleinen Schlitz, damit könnt ihr das Ventil rausdrehen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich so ein Teil zu besorgen, eine Ventilkappe mit einem Ventilausdreher. Dann braucht man nicht noch so ein blödes Werkzeug hier rumschleppen. Aber dieses Teil ist schon wirklich auch wichtig und hilfreich. Ja, also ich denke mal, bei dem hinteren Reifen wird eventuell mehr Platz sein, um quasi hier die Finger dazwischen zu kriegen. Dafür ist der Hinterradreifen natürlich biestiger, was diesen Bead hier oder diese Reifenwulst anbetrifft, die reinzudrücken in die Felge, sicherlich anstrengender. Allerdings der Vorderradreifen ist durchaus auch schon anspruchsvoll in Bezug auf den Platz, den ihr mit den Fingern habt. Ja, wie gesagt, die Eastbound-Dinger kann ich wirklich empfehlen. Ich werde sie irgendwann nochmal beim Hinterradreifen ausprobieren. Aber ich muss sagen, wie es jetzt bisher aussieht, ist es deutlich angenehmer als alles das, was ich bisher benutzt habe. Definitiv. Hier mal zum Vergleich, das sind die Teile Made in China, die ich vorher benutzt habe. Das habe ich vor einiger Zeit mal ausprobiert mit den Teilen und habe natürlich auch den Schlauch dabei kaputt gemacht. Also die sind hier einfach zu scharfkantig. Ja? Also, und verfügen natürlich nicht über die Funktion, den Bead runterzudrücken. Was eben auch sehr sinnvoll ist, dass man dieses Teil oder auch den Niederhalter hier verwendet, um die Reifenflanke runterzudrücken. Man kann auch mehrere verschiedene Unterlagen benutzen oder teilweise auch Nüsse, die man dazwischen klemmt. Also hier, um den Reifen unten zu halten, das ist total wichtig und das macht die Sache unglaublich, ja, oder was heißt unglaublich, aber es macht es auf jeden Fall einfacher. Ansonsten kann ich euch nur raten, lasst euch dabei Zeit. Es ist trotzdem anstrengend, trotz relativ gutem Werkzeug, aber ich muss sagen, wenn ihr das jetzt hier über das Mikro gehört habt, ich habe ganz schön gekeucht. Das liegt aber eigentlich auch am empfindlichen Mikrofon. In Wirklichkeit geht das einigermaßen. Also ich habe schon viel schlimmere Dinge gemacht und das war vergleichsweise entspannt. Und ich sag mal so, eine Stunde hat mich das jetzt ungefähr gekostet und ich habe jetzt nicht allzu sehr gehetzt. Klar muss ich den Reifen oder die Felge noch einbauen, aber das machen wir jetzt mal und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns demnächst. Ciao.